Herzlich willkommen auf Rabeas Kitchen. Ich habe für euch den saftigsten Marmorkuchen in der Kastenform. Den müsst ihr unbedingt probieren. Kommen wir direkt zu der Zubereitung. Für den perfekten Marmorkuchen am besten immer alle Zutaten auf Zimmertemperatur. Für den Marmorkuchen benötige ich einmal 4 Eier, dann gebe ich 2 Päckchen Vanillezucker hinzu und 200 Gramm Zucker unter ständigem Rühren. Das Ganze rühre ich so circa 2-3 Minuten schaumig auf. Dann kommt 125 ml Öl hinzu, nach und nach in einem dünnen Strahl. Vorab habe ich 250 Gramm Mehl mit 50 Gramm Speisestärke und einem halben Päckchen Backpulver miteinander vermischt. Und davon gebe ich jetzt erstmal die Hälfte in die Eimischung mit der Hälfte der Milch. Das Ganze wird nur kurz miteinander verrührt auf mittelhoher Stufe. Nach so circa 10 Sekunden Rührzeit gebe ich dann die restliche Milch und das restliche Mehl hinzu. Und das Ganze wird dann nochmal miteinander verrührt, bis kein Mehl mehr zu sehen ist. Hier solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht allzu lange rumrührt, sobald das Mehl hinzugefügt worden ist. Hier habe ich jetzt eine Kastenform mit Backpapier ausgekleidet. Ihr könnt das ganz normal auch erstmal einfetten und mit Mehl bestäuben, dann braucht ihr kein Backpapier. Und hier rein fülle ich jetzt etwas mehr als 2/3 des Teiges. In dem restlichen Drittel des hellen Teiges gebe ich einen Esslöffel Backkakao und so circa 2 bis 3 Esslöffel Milch hinzu. Das Ganze wird dann miteinander verrührt, bis es klümpchenfrei ist. Der dunkle Teig kommt jetzt ebenfalls in die Kastenform. Und dann macht ihr einfach mit der Gabel ein spiralförmiges Muster hinein. Am Ende sieht der Marmorkuchen bei jedem anders aus. Ihr dürft nicht allzu lange rühren, sonst vermischt sich der dunkle Teig schnell mit dem hellen Teig. Der Kuchen wird dann bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen zwischen 50 und 60 Minuten gebacken. Je nach Backofen macht am besten die Stäbchenprobe. Nach 15 Minuten Backzeit habe ich den Kuchen mit einem Messer längs eingeschnitten. Mein Kuchen hat jetzt insgesamt 55 Minuten gebraucht. Den habe ich 10 Minuten lang in der Kastenform auskühlen lassen, bevor ich den auf ein Kuchengitter gestürzt habe. Danach habe ich den mit Puderzucker bestäubt. Wer mag, kann das Ganze natürlich noch mit einer Kuchenglasur verzieren, so wie ihr mögt. Beim Anschneiden hat er so richtig lecker geduftet. Und so muss ein Marmorkuchen auch sein. Außen schön lecker knusprig und innen saftig fluffig. Probiert diesen Kuchen unbedingt aus und schreibt mir in den Kommentaren, wie er euch geschmeckt hat. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Bye bye!